Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem deutschen Vlog aus Südkorea. Es sind zwar schon ein paar Monate vergangen, seit ich unsere Tochter geboren habe, aber ich wollte trotzdem nochmal ein Video dazu machen, wie es eigentlich ist, so ein Kind in Korea zu bekommen. Falls es euch interessiert, wie es ist, schwanger in Korea zu sein, könnt ihr euch das entsprechende Video angucken. Ansonsten würde ich sagen, los geht's! Viele Leute aus Europa und den USA sagen, dass koreanische Krankenhäuser eigentlich eher veraltete Praktiken benutzen. Ich habe für das Video extra nochmal meinen Geburtsplan ausgekramt, sodass wir uns daran entlanghangeln können. Disclaimer an dieser Stelle, ich werde euch erzählen, was ich sehr häufig von anderen Leuten mitbekommen habe und ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen. Das heißt, es wird eine eher subjektive Übersicht der Situation sein, die nicht statistisch belegt ist. Von daher hoffe ich, dass ihr mir das nicht zu Lasten tragt, falls ihr auch schon mal was anderes gehört habt oder bei jemandem das anders abläuft. Fangen wir an. Als erstes vielleicht, wo kann man eigentlich hingehen, wenn man in Korea ein Kind gebären möchte? Erstens natürlich in ein Krankenhaus. Dort werden tatsächlich auch die meisten Kinder in Korea geboren, weil Koreaner mögen Ärzte, sie fühlen sich dort sicherer. Falls mal irgendwas schief läuft, hat man meistens das ganze Equipment vor Ort. Ärzte werden auch häufig gar nicht hinterfragt in Korea, von daher sind Krankenhäuser eigentlich so der Standardort, wo normalerweise Kinder gebärt werden. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich glaube, laut der allerletzten Statistik tatsächlich über 60% aller Frauen in Korea einen Kaiserschnitt haben. Dementsprechend macht es ja auch Sinn, in ein Krankenhaus zu gehen. Wobei ich auch schon mal gehört habe, dass die Zahl teilweise auch bei 70 oder sogar 80% liegt. Also die Zahl steigt auf jeden Fall. Und nein, es sind nicht immer medizinisch notwendige Kaiserschnitte. Warum entscheiden sich viele dafür? Manche Frauen möchten einfach keine Geburtsschmerzen ertragen. Man kann das viel besser planen. Es muss ja auch alles Palli-Palli in Korea gehen, also schnell. Und mit einem Termin ist es ja viel schneller abgehakt als eine natürliche Geburt, wo man erstmal gar nicht sagen kann, an welchem Tag vielleicht das Kind kommt. Man weiß gar nicht, wie lange es dauern wird und dementsprechend planen so einige Leute einfach einen Kaiserschnitt. Der zweite Ort, an dem man in Korea hingehen kann, um ein Kind zu gebären, ist ein Geburtshaus. Dort wird eher auf natürlichere Praktiken gesetzt, also dass man eher eine vaginale Geburt hat, nicht wirklich einen Kaiserschnitt, und bei einem Kaiserschnitt wird man, glaube ich, in ein Krankenhaus überwiesen, falls einer doch nötig sein sollte. Geburtshäuser sind, soweit ich gehört habe, aber auch teurer. Also man muss dafür auch zahlen. Ich kann euch jetzt aber keine genauen Zahlen nennen. Was sehr selten in Korea vorkommt, sind Hausgeburten. Also soweit ich gehört habe, gibt es tatsächlich Geburtshelferinnen, die zu euch nach Hause kommen können und euch mit einer Hausgeburt helfen können. Aber die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Die sind alle, soweit ich gehört habe, mehr im Bereich Seoul, also in der Seouler Region und nicht quer durch Korea verteilt. Von daher ist es halt sehr selten, dass es Hausgeburten gibt. Ich habe meine Tochter im Krankenhaus geboren. Dementsprechend wird mein Bericht eher auf Krankenhäuser fokussiert sein. So, nächste Frage ist, was packt man eigentlich so in eine Kliniktasche in Südkorea ein? Ich habe jetzt einfach mal meine Liste aufgeschrieben, die ich vom Krankenhaus bekommen habe. Und zwar wäre das ein Ausweis, Unterwäsche, Slip-Einlagen für nach der Geburt, Hygieneartikel, Cremes oder was auch immer man verwendet halt, Handtücher, dann Wasserflaschen und Tassen. Da war ich ein bisschen verwirrt, was genau sie damit meinten, weil überall in den Krankenhäusern Wasserspender sind. Und ich habe mir im Grunde genommen einfach einen Becher mit einem Strohhalm gekauft, was super praktisch war, weil als ich Wehen hatte, musste ich dann mich nicht in eine bestimmte Position stellen zum Trinken, sondern konnte einfach aus dem Strohhalm das Wasser ziehen. Dann musste ich noch Tücher mitbringen, nicht rutschige Hausschuhe, Medikamente, falls ich welche einnehmen würde, Werkzeug für den Begleiter, also für meinen Mann in dem Fall, und dann noch andere Sachen wie Ladegerät fürs Handy, Socken, was man sonst noch so braucht, und ein Baby-Outfit, wenn man nach Hause fährt. Was das Krankenhaus zur Verfügung gestellt hat, war ein Krankenhaus-Outfit. Also sie haben jeden Tag ein neues Outfit dann gebracht. Man konnte aber auch seine eigenen Sachen mitbringen, Pyjama oder sowas, aber das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mir gedacht schon, wenn irgendwas schmutzig wird, dann lieber die Krankenhausklamotten als meine eigenen.
Dann gab es auch eine Liste vom Krankenhaus, wie ich mich für die Geburt vorbereiten sollte. In dem Sinne zum Beispiel kein Make-up zu tragen, kein Nagellack zu tragen. Auch solche Sachen wie Piercings, Uhren, Ketten sollten zu Hause gelassen werden. Also generell halt Wertgegenstände. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus dem Grund war, falls man mal einen Kaiserschnitt bekommt und sie dann die Sachen irgendwie ausziehen müssten oder einfach nur keine Wertsachen im Krankenhaus sein sollten. Das weiß ich jetzt nicht, also was genau der Grund war. Zudem sollte man sich in Korea vorher rasieren vor der Geburt. Bei uns ist das, glaube ich, nicht mehr nötig und ist eher alte Praxis, aber in Korea wird man standardmäßig rasiert oder man macht das halt selbst vorher. In meinem Krankenhaus war es zum Beispiel optional. Ich weiß, in Deutschland machen vermutlich das sowieso alle, dass man sich regelmäßig rasiert. Ne? Dann gehe ich jetzt die Liste für den Geburtsplan durch. Erstmal, wann sollte man in Korea in ein Krankenhaus fahren? Erstmal, wenn die Fruchtblase geplatzt ist oder unnormal starke Blutungen auftreten, das Baby bewegt sich sehr wenig oder die Wehen alle 5 bis 10 Minuten kommen oder man starke Kopfschmerzen und verschwommene Sicht hat, was, glaube ich, an einem erhöhten Blutdruck liegen kann. Bei mir war es jetzt das erste. Ich bin nicht sofort ins Krankenhaus gedüst. Ich bin erst ein paar Stunden später da angekommen, was jetzt auch keinen Unterschied gemacht hat. Ich bin froh, dass ich noch gewartet habe. Ich hätte gern eigentlich noch länger gewartet, aber ich wurde halt angewiesen, ins Krankenhaus zu kommen. Dann gab es die Frage, ob man eine PDA haben möchte oder nicht. Hier kommt es immer aufs Krankenhaus an. Das heißt, es gibt Krankenhäuser, wo jetzt nicht 24/7 ein entsprechender Arzt vorhanden ist, der die PDA setzen kann. In meinem Fall war es so, dass 24/7 eine zur Verfügung stand. Ich musste mich auch nicht vorher entscheiden, ob ich eine haben möchte oder nicht, sondern ich konnte vor Ort nochmal gucken, wie es läuft und dann sagen, ob ich eine will oder nicht. Von daher, das war kein Problem. Also ich musste sowas nicht vorher planen oder mich vorher schon entscheiden. Dann, wie läuft es im Kreissaal ab? An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass mein Krankenhaus, wo ich unsere Tochter bekommen habe, sehr viele Ausländer behandelt und deswegen sehr viele westliche Praktiken auch übernommen hat. Also man hatte viele Optionen zur Auswahl, die normalerweise in koreanischen Krankenhäusern gar nicht zur Verfügung stehen. Und zwar war die erste Frage im Geburtsplan, möchte der Vater die Nabelschnur durchschneiden oder nicht? In Korea ist das eigentlich normalerweise nicht üblich, dass der Vater das macht. Generell ist das häufig so, dass der Vater bei der Geburt selber, also wenn es wirklich ans Pressen geht, eigentlich aus dem Zimmer rausgehen muss und erst wieder reinkommen kann, wenn das Baby schon da ist. Und deswegen stellt sich meistens die Frage gar nicht mit der Nabelschnur. Bei uns im Krankenhaus war das jetzt eine Option, was ich gut fand, aber für mich war das jetzt auch nicht sehr relevant, also für meinen Mann jetzt auch nicht. Dann gab es die Frage über einen Darmschnitt, ob man einen haben will oder nicht. Häufig wird in Korea nämlich ein Darmschnitt gemacht. Ich glaube, für die Ärzte ist es einfacher, dann einen wieder zusammenzuflicken, als wenn es reißt. Das ist jetzt nicht das Beste zum Heilen, aber für die Ärzte ist das halt einfacher. Und generell, so vom Hörensagen, hatte ich dann das Gefühl, dass sehr viele Sachen für die Bequemlichkeit der Ärzte in Korea eher gemacht werden, als im Sinne der Patienten. Der nächste Punkt ist Einlauf, ob man einen Einlauf haben möchte oder nicht. In Korea wird sehr häufig noch ein Einlauf gemacht, was ich glaube schon als veraltet bei uns gilt. Bei mir im Krankenhaus gab es halt die Auswahl, ob man einen haben möchte oder nicht. Die nächsten 2 Punkte sind sehr unüblich, und zwar einmal verspätetes Nabeln, dass die Nabelschnur nicht sofort nach der Geburt getrennt wird, sondern man halt ein bisschen abwartet, bis die aufhört zu pulsieren. In Korea wird meistens eigentlich sofort durchgeschnitten und wir konnten uns dafür entscheiden, dass es halt später gemacht wird, was ich sehr gut fand. Dann der nächste Punkt ist Haut-zu-Haut-Kontakt nach der Geburt, dass man das Baby auf die Brust bekommt, was ja bei uns Standard ist, wird in Korea auch nicht unbedingt gemacht. Häufig wird das Baby kurz einmal draufgelegt nach der Geburt direkt, also bevor es überhaupt sauber gemacht wurde, einmal kurz der Mutter gegeben, während die Mutter irgendwie zusammengeflickt wird noch und alles fertig gemacht wird das Baby noch sauber gemacht und dann kriegt man das nochmal kurz und dann wird es normalerweise für Untersuchungen weggebracht und dann kommt das auf die Neugeborenenstation. Das heißt, die Mutter bekommt das Baby gar nicht mehr wirklich wieder. Dazu gleich mehr. Ich glaube, da wird auch nicht unbedingt angelegt zum Stillen, weil man in Korea häufig sagt, dass der Milcheinschuss sowieso erst nach 3 Tagen kommt. Das ist im Krankenhaus meistens gar nicht so relevant
obwohl bei uns schon danach gefragt wurde, ob man stillen will oder nicht stillen will, und es gab auch eine Stillberaterin. So, also wir hatten all diese Optionen in unserem Krankenhaus. Normalerweise stehen diese Sachen gar nicht zur Auswahl. Bezüglich der Geburtsposition übrigens, normalerweise bekommen Koreanerinnen ihr Kind liegend auf dem Rücken. Also andere Positionen werden in den Krankenhäusern eigentlich recht selten akzeptiert. Seitenlage, vielleicht mal könnte man das ausdiskutieren mit dem Arzt, aber zum Beispiel auf allen Vieren wird, glaube ich, kaum akzeptiert sein. Soweit ich weiß, in Geburtshäusern ist man da doch offener, dann versucht man das vielleicht auch mal im Sitzen, in der Hocke und sonst irgendwie, wie ich das mitbekommen habe von anderen Leuten. Also man geht dort schon mehr auf die Bequemlichkeit der Mutter ein, und in Krankenhäusern ist es halt nicht der Fall. Vielleicht noch mal kurz zur Option einer Wassergeburt. In Korea gab es mal vor einiger Zeit, soweit ich weiß, einige Angebote, dass man eine Wassergeburt haben könnte, aber ich glaube, keine Koreanerin wollte das wirklich haben, und soweit ich weiß, gibt es aktuell gar keine Möglichkeiten, in Korea eine Wassergeburt zu haben. Thema Begleitperson. Ich nehme jetzt mal den Vater als Beispiel. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Vater während der Geburt selber im Kreissaal nicht anwesend sein darf, also in dem Raum häufig. Es gibt Krankenhäuser, die das erlauben, aber die ganze restliche Zeit kann er halt mit dabei sein. Je nachdem, in welchem Zimmer man zum Beispiel auch übernachtet, wenn man über Nacht im Krankenhaus ist das so, zum Beispiel wenn man in einem Gemeinschaftszimmer ist, dass der Vater auch nicht über Nacht dort bleiben kann, sondern man müsste halt in ein Familienzimmer einziehen, wo der Vater halt auch mit übernachten kann. Da hat man übrigens einen Kaiserschnitt in Korea, darf der Vater häufig auch gar nicht dabei sein. Rooming In ist ein Konzept, das es in Korea eigentlich kaum gibt. Bei uns ist das jedoch Standard. Rooming In heißt eigentlich, dass das Baby nach der Geburt gemeinsam mit der Mutter in einem Zimmer bleibt. In Korea ist es aber so, wie ich schon gesagt habe, meistens wird das Kind zu Untersuchungen mitgenommen nach der Geburt und danach auf die Neugeborenenstation gebracht. Und dort bleibt es auch die ganze Zeit, bis die Mutter das Krankenhaus verlässt. Das heißt, je nachdem, wann die Mutter dann soweit ist, kann das schon mal 2 bis 5, 6 Tage dauern, dass man sein Baby gar nicht in die Hände bekommt. Auf den Neugeborenenstationen werden die Babys vom Fachpersonal betreut, gefüttert, mit Prä entsprechend. Ich glaube, manche Krankenhäuser haben aber eine Milchpumpe auf den Zimmern, also dass man auch Milch abpumpen kann. Und ansonsten kann man sich sein Baby 2 bis 3 Mal am Tag für eine kurze Zeit durch eine Fensterscheibe angucken. Und das war's. Warum das so gemacht wird, also in erster Linie denkt man sich in Korea, dass die Babys gerade erst so kurz nach der Geburt eigentlich noch geschützt sein sollten, damit sie nicht irgendwie irgendwo herumgetragen werden, von irgendwelchen anderen Leuten vielleicht angefasst werden. Ich weiß nicht, dass vielleicht die Großeltern kommen, noch irgendjemand von draußen kommt und dass die Kinder irgendwie ansteckt und dann halt alle anderen Babys auch angesteckt werden. Also das versucht man in Korea halt zu vermeiden. Man hat auch die Einstellung, dass die Mutter ebenfalls sich erholen sollte. Also dass diese Zeit direkt nach der Geburt zur Erholung der Mutter dient, dass sie nicht total überfordert direkt mit dem Baby ist, vielleicht obwohl sie gar nicht richtig laufen kann oder sowas noch, oder total noch schmerzenhaft. Das wird ja auch nochmal deutlich durch die Choliwon-Kultur, also diese postnatalen Zentren, über die ich im nächsten Video erzählen werde. Es gibt aber trotzdem in Korea Krankenhäuser, die halt Rooming anbieten. War bei uns zum Beispiel der Fall. Wir konnten unsere Tochter auch bei uns aufs Zimmer nehmen. Das ist aber halt nicht so oft der Fall. Zum Thema Ärzte. Es muss bei der Geburt nicht der Arzt anwesend sein, der euch durch die Schwangerschaft begleitet hat, sondern es wird höchstwahrscheinlich der Arzt da sein, der gerade Schicht hat, einfach im Krankenhaus. Und wenn man mal länger da ist und länger Wehen hat, wird man den Arzt vermutlich kaum sehen. Vielleicht kommt er mal so 1-2 Mal vorbei, um zu gucken, also wenn alles halbwegs nach Plan läuft, um zu gucken, ob man euch vielleicht irgendwelche Medikamente gibt oder sonst irgendwie was. Aber normalerweise wird eigentlich der ganze Prozess von den Krankenschwestern im Krankenhaus begleitet. Und der Arzt selber kommt tatsächlich, wenn es ans Pressen geht. Was mir übrigens in Korea nicht sonderlich gefällt, ist tatsächlich, dass nicht nur die Koreanerinnen, beziehungsweise wenn die Koreanerinnen selber sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, ist das ihre Entscheidung, aber dass die Ärzte halt auch den Kaiserschnitt präferieren und einen versuchen dazu zu bringen, auch eher einen Kaiserschnitt zu machen.
Ich gehe davon aus, dass es halt für den Arzt selber natürlich einfacher ist, es ist planbarer, es ist einfacher in seinen Klinikalltag zu integrieren, es ist vorhersehbar. Ich meine, bei einer natürlichen Geburt weiß man nie, was passiert. Soweit ich weiß, gab es auch irgendwie Fälle, wo Ärzte mal verklagt wurden, weil irgendwas nicht so richtig lief, und dann versuchen Ärzte durch einen Kaiserschnitt halt solche Situationen auch zu vermeiden. Man muss aber dazu sagen, dass Koreaner sehr gute Chirurgen sind, von dem, was ich gehört habe. Generell, also nicht nur im Geburtsbereich. Mir wurde auch versucht, einen Kaiserschnitt anzudrehen, den ich nicht haben wollte und im Endeffekt auch nicht brauchte. Wie lange bleibt man in einem Krankenhaus in Korea nach der Geburt? Bei natürlicher Geburt sind es 2 Nächte, bei einem Kaiserschnitt sind es 5 bis 6. Also je nachdem, wie ihr euch da erholt, kommt ihr vielleicht mal früher, mal später raus. Was passiert eigentlich in diesen paar Tagen im Krankenhaus? Also ich hatte eine natürliche Geburt, deswegen kann ich jetzt nur genauer darauf eingehen. Ich hatte mehrere Infusionen, ich glaube mit Kochsalzlösung und Eisen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Schmerzmittel dabei waren. Vielleicht nicht, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, am Tag direkt nach der Geburt habe ich halt was bekommen. Also meine Tochter kam halt abends zur Welt und dann über Nacht, und am nächsten Tag habe ich was bekommen und dann den Tag danach eigentlich nichts mehr. Dann wurde ich direkt nach der Geburt angewiesen, meinen Bauch zu massieren, besonders an den schmerzhaften Stellen. Ich glaube, damit sich da kein Blutstau oder sowas bildet. Ich glaube, direkt nach der Geburt wurde gesagt, 3 Stunden lang massieren. Was mein Mann und ich auch gemacht haben. Und dann am nächsten Tag habe ich das auch noch weiter gemacht, so zwischendurch. Dann habe ich mir eine eher deutsche Praktik abgeschaut und habe mich dann auf den Bauch gelegt. Also mir wurden Tipps gegeben, dass ich ein Kissen unter den Bauch legen soll und mich auf den Bauch legen soll. Das hat mir auch nochmal geholfen. Dann hatte ich auf dem Zimmer noch so Massagekissen für die Beine. Die hat man dann so über die Beine drüber gezogen. Die haben sich dann so aufgeblasen und dann die Luft wieder ausgelassen und aufgeblasen. Und dadurch halt so Druck ein bisschen auf den Beinen aufgebaut und dadurch halt so ein Massagegefühl erzeugt. Ich hatte es mir ein bisschen stärker gewünscht, aber es war trotzdem ganz schön. Und natürlich gab es sehr tolles Essen. In koreanischen Krankenhäusern gibt es sehr gutes Essen. Ja, das war es auch schon bei der natürlichen Geburt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man sein Krankenhaus nicht mag? Kann man das Krankenhaus wechseln? In Korea kann man tatsächlich das Krankenhaus jederzeit wechseln. Also auch wenn man schon Wehen hat und in einem Krankenhaus angekommen ist und einem irgendwas nicht passt, kann man immer noch in ein anderes Krankenhaus fahren. Also man muss nicht da bleiben, wo es einem nicht gefällt. Kurz zur Nachsorge, also ich hatte zum Beispiel 3 Termine, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal direkt nach der Geburt, kurz bevor ich das Krankenhaus verlassen habe. Dann hatte ich, glaube ich, eine Woche später noch einen Termin und dann noch einen Monat später. Und das war's. Mehr Nachuntersuchungen hatte ich nicht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist mit der Hebamme. Keine Ahnung. Ich lese häufig auch in deutschen Foren mit, dass man die Hebamme halt sehr viel fragen kann zum Thema Baby, zum Thema überhaupt eigener Körper nach der Geburt, aber auch zum Thema Stillen. Wie ist das in Korea? Kann man jemanden in Korea nach dem Stillen fragen? Wie gesagt, Koreanerinnen gehen ins Choryewon, das postnatale Zentrum. Es gibt Choryewons, die sich auf Stillen spezialisieren. Viele Koreanerinnen stillen aber gar nicht so lange. Also die entscheiden sich oft gegen das Stillen. Die stillen vielleicht die Zeit im Choryewon und dann stellen sie die Nahrung eher auf Pri um. Es gibt, soweit ich weiß, aber auch Stillberatung hier in Korea. Man kann aber auch eine spezialisierte Haushilfe, die Domi heißt, buchen. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, ob sie auch bezüglich Stillen beraten oder nicht. Ja, aber zu Domi kann ich auch im nächsten Video mehr erzählen. Muss man sich in koreanischen Krankenhäusern eigentlich auf alles einlassen oder kann man seine eigenen Wünsche durchdrücken eigentlich? Ich habe ja schon gesagt, bei vielen Sachen, die für uns normal sind, dass diese in Korea gar nicht zur Verfügung stehen oder gar keine Option sind. Da stellt man sich die Frage, kann man das nicht trotzdem irgendwie durchdrücken, anfragen, das Krankenhaus dazu zwingen, die Sachen so zu machen, wie man es möchte? Die Antwort dazu ist Jein. Man kann es versuchen, man kann für sich selbst versuchen zu argumentieren. Super unflexibel sind koreanische Krankenhäuser tatsächlich nicht. Und auch wenn die Ärzte oder die Schwestern sagen, so machen wir das nicht, kann man trotzdem mal anfragen. Kostet ja nichts, richtig? Manche würden dann sagen, ach ja, das können wir doch so machen, kein Problem. Das heißt, wenn man so den richtigen Ton trifft
und einen netten Arzt hat, dann kann man tatsächlich vielleicht auch die Sachen bekommen, die man gern bei der Geburt hätte. Man sollte aber nicht vergessen, dass jedes Krankenhaus in Korea seine eigenen Richtlinien hat und versucht, den Richtlinien zu folgen, und das Abweichen davon ist nicht so wirklich im Sinne des Krankenhauses in Korea. Dementsprechend, normalerweise sucht man sich noch während der Schwangerschaft ein Krankenhaus aus, wo die Richtlinien auch zu den eigenen Wünschen mehr passen. Zuletzt sprechen wir über die Kosten. Muss man in Korea überhaupt irgendwas für die Geburt bezahlen? Ja, man muss auch einen Anteil für die Geburt selber bezahlen. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie viel. In Korea zahlt das meiste die Krankenkasse, die nationale Krankenversicherung. Man zahlt selber nur einen kleinen Anteil. Ich kann euch jetzt aber nicht die genauen Zahlen sagen. Und dann zahlt man aber auch für die Zimmer. Bei mir im Krankenhaus war es zum Beispiel so, wenn man ein Gemeinschaftszimmer hatte, hat man nur 20.000 Won pro Nacht bezahlt. Aber auch die wurden, glaube ich, von der Krankenkasse eigentlich übernommen. Hat man ein Privatzimmer oder ein Familienzimmer genommen, dann lagen die Kosten zwischen, ich glaube, 120 bis 210.000 Won. Das waren jetzt die Kosten in Daegu, und soweit ich weiß, war das jetzt nicht das günstigste, aber auch nicht das teuerste Krankenhaus, glaube ich, in der Stadt. Und ich gehe davon aus, dass es in Seoul schon teurer ist. Und diese Kosten kann man aber auch von der Happiness Card bezahlen. Also über diese Karte erzähle ich im vorherigen Video über die Schwangerschaft. Das ist eine Karte, wo man 1 Million Won von der Regierung bekommt, so als finanzielle Unterstützung für die Schwangere. Und falls man nach den ganzen Untersuchungen, die man vorher hatte, falls man die damit abbezahlt hat und noch ein bisschen Geld übrig drauf hat, kann man auch die restlichen Kosten auch für die Geburt benutzen. Den ganzen Rest zahlt man aus eigener Tasche. Ich glaube, damit habe ich jetzt tatsächlich quasi oder bestimmt fast alle Punkte über eine Geburt in Korea abgehakt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch am meisten überrascht hat. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert meinen Kanal, um mehr über das Leben und Reisen in Korea zu erfahren. Im nächsten Video geht es dann um Churiwon, postnatale Zentren in Korea, wie sich die Mutter erholt, wie man sich um das Baby kümmert. Also wo verbringen eigentlich Koreanerinnen 2 Wochen direkt nach der Geburt? Sie gehen nämlich nicht nach Hause. Also falls es euch interessiert, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!